Auch in diesem Jahr wollen wieder viele junge Menschen in den Filmbereich einsteigen und interessieren sich für eine Ausbildung als Mediengestalter in Bild und Ton. Aber die Konkurrenz ist groß und es gibt nur wenige Stellen. In diesem Video zeige ich dir, wie es trotzdem klappt und was du für eine erfolgreiche Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz mitbringen musst. Mein Name ist Alexander Lorenz. Ich bin Gründer der Videoagentur Mindnapped und gebe auf diesem Kanal regelmäßig Tipps zur Produktion von Videos und zum Videomarketing. Unter anderem findest du hier praktische Anleitungen zu vielen Themen, die mit Planung, Dreh und Schnitt von Videos zu tun haben. Wenn du neu hier bist, schau dich also gerne mal auf dem Kanal um. Viele Leute wollen in Medienberufen arbeiten und die duale Berufsausbildung als Mediengestalter gibt dir sehr viele Möglichkeiten dazu, weil du die verschiedenen Schritte der Filmproduktion in der Praxis lernst. Du erhältst nach 3 Jahren einen staatlich anerkannten Berufsabschluss, bekommst in der Berufsschule auch ein theoretisches Fundament und verdienst ab dem ersten Tag Geld in deiner Ausbildung. Kein Wunder also, dass die Stellen extrem beliebt sind. Wenn du allgemein mehr über den Beruf erfahren willst, schau mal in unser hier verlinktes Video rein. Wenn du erfahren möchtest, wie du mit deiner Bewerbung erfolgreich sein kannst, dann bleib jetzt dran. Dadurch, dass sich sehr viele Menschen bewerben und Ausbildungsbetriebe häufig kleine Firmen ohne eigene Personalabteilung sind, werden Bewerbungen mit offensichtlichen Mängeln schnell ausgesiebt. Fehlendes Motivationsschreiben, unpersönliche Bewerbung, Text voller Rechtschreibfehler, schlecht gestalteter Lebenslauf, E-Mail an die falsche Adresse oder falscher Firmenname im Anschreiben sorgen in der Regel dafür, dass deine Bewerbung nicht weiter beachtet wird. Aber gehen wir mal davon aus, dass du keine derartigen Basic-Fehler in deiner Bewerbung gemacht hast. Worauf achten Firmen als nächstes? Eine Firma wird immer versuchen, jemanden zu finden, der oder die besonders gut für eine Stelle geeignet ist. Alle Punkte, die darauf hindeuten, dass dir der Job leicht fällt, helfen also. Hast du schon Erfahrungen mit der Produktion von Videos? Hast du besondere musikalische oder gestalterische Fähigkeiten? Bist du zum Beispiel Hobbyfotografin oder hast du den Abi-Film deiner Stufe gedreht? All diese Dinge gehören in den Lebenslauf und wenn möglich als Anhang in die Bewerbung. Gerade Filmproduktionsfirmen interessieren sich oft weniger stark für Schulnoten, als das in anderen Berufen der Fall ist. Wenn du aber gar keinen Schulabschluss hast, in irgendwelchen Fächern besonders schlechte Noten hast oder viele oder unentschuldigte Fehlstunden aufgeführt sind, kannst du damit rechnen, dass das negativ auffällt. Am besten sprichst du solche Dinge direkt im Anschreiben an und erklärst sie und versuchst dich mit deinen kreativen Arbeitsproben besonders stark zu bemühen. Die beste Art zu zeigen, dass du für den Beruf geeignet bist, ist Beispiele von Filmen zu präsentieren, die du selbst gestaltet hast. Denn du kannst fest davon ausgehen, dass andere genau das auch machen und im Zweifelsfall ein Ausbildungsbetrieb eher die Person mit einem überzeugenden Video einstellt, als jemanden ohne jede Arbeitsprobe. Das Gute ist, dass es nie leichter war als heute, Filme zu produzieren. YouTube ist voll mit Tutorials dazu, wie du mit einem Smartphone und geeigneter Software oder komplett am Rechner Filme zaubern kannst. Und das sogar kostenlos. Und auch bessere Kameras kannst du mit wenigen 100 € kaufen oder in vielen Städten bei entsprechenden Vereinen oder Einrichtungen ausleihen. Tu dich mit anderen zusammen, die deine Leidenschaft für das Filmen teilen. Nimm an Kursen der Volkshochschule teil oder such dir Online-Seminare zur Filmproduktion. Egal wie du es machst, wenn du mit deiner Bewerbung oder spätestens bei deinem Bewerbungsgespräch keine Filme zeigen kannst, die du selbst produziert hast, wirst du ziemlich sicher keinen Ausbildungsplatz ergattern können. Dabei kommt es nicht darauf an, dass deine Filme Hollywood-reife Spezialeffekte beinhalten oder 90 Minuten lang sind, sondern vor allem darauf, dass du sie machst. Das kann der gerade erwähnte Abi-Film sein oder das Interview mit einer interessanten Person aus deinem persönlichen Umfeld, das Musikvideo für eine befreundete Band oder einfach ein Film, in dem du dich selber vorstellst. Aber dazu später noch mehr. Bei aller Frage danach, wie schwer es ist, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob der Job dir überhaupt gefällt? Diese Frage und mehr kann dir ein Praktikum in der Filmproduktion beantworten. Wie der Name schon sagt, lernst du in einem Praktikum sehr viel Praktisches und kannst es auch dafür nutzen, eigene Filme zu produzieren, die du wiederum als Arbeitsproben nutzen kannst. Ein Praktikum macht sich gut im Lebenslauf und wer weiß, vielleicht machst du ja sogar später eine Ausbildung in dem Betrieb, in dem du ein Praktikum absolviert hast. Zu der Frage, welche Arten von Praktika es im Filmbereich gibt und wie du an eine Stelle kommen kannst, haben wir auch ein Video veröffentlicht, das ich dir in der Videobeschreibung verlinke. Die meisten Ausbildungsstellen sind mit Beginn zum 1.8. oder 1.9. ausgeschrieben. Wenn du dich auf diese Stellen bewerben willst, solltest du dich spätestens im April oder Mai auf die Suche begeben und deine Unterlagen verschicken. Bei großen Firmen oder Fernsehsendern beginnt die Bewerbungsfrist sogar schon deutlich früher.
Aber es ist oft sehr sinnvoll, mit einer Bewerbung zu warten, wenn du noch keine guten Arbeitsproben zusammen hast. Im Zweifelsfall würde ich dir immer raten, an der Qualität deiner Bewerbung zu schrauben und dich dann zu bewerben, wenn du dich bereit fühlst. Mach lieber noch ein Praktikum oder einen Filmkurs, bevor du eine halbfertige Bewerbung verschickst. Und bewirb dich ruhig initiativ bei Firmen, die dir interessant erscheinen, auch wenn dort gerade nichts ausgeschrieben ist. Letztlich gibt es häufig Möglichkeiten, auch zu einem späteren Zeitpunkt in ein laufendes Ausbildungsjahr einzusteigen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und eine Firma von dir überzeugt ist. Eine weitere Möglichkeit, positiv aufzufallen, ist das Vorstellungs- oder Bewerbungsvideo. Dabei geht es nicht unbedingt darum, das Video als Arbeitsprobe zu sehen, sondern darum, dass du dich als Person vorstellst. In unserem verlinkten Video erkläre ich dir, wie man bei der Produktion eines solchen Videos vorgeht. Als potenzieller Bewerber oder Bewerberin auf eine Ausbildungsstelle als Mediengestalter in Bild und Ton solltest du dir natürlich besonders Mühe geben, dass die Bild- und Tonqualität stimmen. Aber auch wenn es verlockend ist, würde ich hier grundsätzlich nicht zu viel dran herumgestalten. Zeige deine Skills lieber in getrennten Arbeitsproben, versuch dein Vorstellungsvideo auf den Punkt in 1 bis 2 Minuten umzusetzen und dich sympathisch und verbindlich zu präsentieren. Neben den formalen Anforderungen, die du in unserem verlinkten Video zur Ausbildung nachschauen kannst, ist das größte Erfolgsgeheimnis, um eine Ausbildungsstelle als Mediengestalter Bild und Ton zu bekommen, dass du zeigst, dass du Lust auf den Job hast und Talent. Beides kannst du mit Arbeitsproben, also einfach mit Videos, die du schon selbst produziert hast, zeigen. Wie du dahin kommst, ist davon abhängig, was du für ein Typ bist. Such dir andere, mit denen du zusammen Filme drehst. Beschäftige dich mit 3D-Programmen, besuch einen Filmkurs oder mach ein Praktikum. Oder alles auf einmal bzw. nacheinander. Und mach nicht den Fehler zu denken, es wäre schon zu spät, nur weil gerade die Bewerbungsfristen für ausgeschriebene Stellen abgelaufen sind. Die Arbeit in der Filmproduktion ist am Ende ohnehin ein Job, der viel mit Begeisterung und Eigeninitiative zu tun hat. Wenn du die hast und einfach loslegst, wirst du auch andere davon überzeugen können, dich einzustellen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg für deine Bewerbung. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video von MindMapped. Mit Videos mehr erreichen.